ungewohntes Bild, ein bisschen jünger als der Bruce, aber ich bin der neue Bruce für euch und ihr seht hier BB2K. Intros durch, da bin ich wieder. Ja, lasst uns anfangen mit dem Review hier von der Noveske N4 Gen 3 Gas Blowback aus dem Hause Double Eagle bzw. EMG. EMG hat hier die Lizenz von Noveske spendiert, sodass wir hier wirklich aber auch alle Markings hier auf dem Gewehr haben. Wenn wir nachher zu dem Markingsteil kommen, ihr werdet sehen, das wird ewig dauern, weil hier, ich glaube, jedes Teil hat irgendwo ein Noveske-Logo drauf. Das feiere ich so ab, da schlägt mein Sammlerherz absolut hoch. Ja, und das Tolle ist, das Ganze ist auch noch 100% Tokyo Marui MWS-System kompatibel. Das heißt, ihr könnt aus dem Zubehörmarkt, den es ja mittlerweile gibt, glaube ich, dieses MWS-System, wie lange gibt es denn das schon? 10 Jahre oder so? Da hat sich eine ganze Menge entwickelt und ihr könnt da richtig zugreifen. Das heißt, wenn euch das hier intern nicht gefällt, könnt ihr hier noch aufmotzen, wie es nur geht oder was der Geldbeutel nur herhält. Aber apropos Geldbeutel, das Ding ist günstig. 429 € für eine 100%ige MWS-kompatible Gas Blowback mit auch noch Markings, also voll lizenziert. Also ich feiere das so ab. Ob das Ding hier irgendeinen Haken hat, ich denke mal, das werden wir im Review nachher später rausfinden. Zu diesem Zeitpunkt habe ich ein Smile drauf ohne Ende, zumal, das muss ich euch auch noch mal sagen, es gibt ebenfalls noch eine Noveske EMG Gas Blowback von Syma, die kostet was um die 700 oder 750 €, ist auch Tokyo Marui MWS kompatibel, aber nicht 100%ig. Syma hat das MWS-System noch weiterentwickelt zum sogenannten T8-System. Also da habt ihr nicht volle Kompatibilität. Ihr könnt die Magazine von Syma nehmen und die hier in die Double Eagle stecken. Das ist kein Problem, aber es gibt so ganz kleine Nuancen, die nicht passen. Von daher feiere ich hier die Double Eagle ordentlich ab. Denn hier haben wir einen 100%igen Klon und das für 429 €. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich feiere das ab. So, bevor wir jetzt aber anfangen und ihr merkt schon, ich schwafel schon wieder sinnlos darum, möchte ich mich aber nochmal bei der Firma Sniper S bedanken, die mir hier die Noveske für das Review zur Verfügung gestellt haben, damit ich euch das zeigen kann. Danke, danke, danke. So, und jetzt aber genug. Jetzt kommen die Daten und Fakten. Fangen wir erstmal mit dem Lieferumfang an. Also, wenn ihr die Noveske kauft von Double Eagle, kommt die hier in diesen Karton. Hatte ich euch ja beim Auspackvideo schon gezeigt, verlinke ich euch hier oben. Dann ist natürlich die N4 auch noch mit am Start. Dazu gibt es ein wunderschönes, feiere ich schon mal ab, PMAC Magazin, 35 Schuss. Dann gibt es eine kurze Bedienungsanleitung, wie ihr mit der Airsoft umzugehen habt, wie ihr was einstellt, wie ihr das Hop-Up justiert. Dann gibt es eine komplette Teileliste, ja, mit Nummer, sodass ihr euch auch was nachbestellen könnt. Wie gesagt, da wir hier das alles 100% Tokyo Marui kompatibel haben, könnt ihr euch auch ja, von Marui oder von Laylex oder wie sie auch alle heißen, auch Zubehör kaufen. Dann gibt es hier nochmal so eine Lizenzkarte von EMG, dass es hier ein voll lizenziertes Noveske-Produkt ist. Hinten QR-Code, wenn ihr da drauf scannt, könnt ihr euch die Bedienungsanleitung nochmal anschauen. Dann gibt es eine Sechskantschlüssel, der ist dafür da, damit ihr die im Lieferumfang befindliche Visierung, die habe ich jetzt hier schon montiert, ranmachen könnt. Und zum Schluss gibt es hier noch einen Adapter für den Speedloader, damit ihr hier die GBB-Bibis schön einfüllen könnt. Und jetzt aber wirklich zum Schluss, den hätte ich beinahe vergessen, haben wir noch einen wunderschönen Reinigungsstab. Bevor wir mit der Airsoft hier weitermachen, haben wir wieder den wirklich absolut optimalen Zeitpunkt erreicht, dass ich euch noch ein paar Real Steel Facts mit auf den Weg gebe hier zu der Noveske N4 bzw. zu der Firma Noveske Rifle Works. Die wurde 2001 von John Noveske gegründet. In USA, Oregon hat sie ihren Standort. Und ihr Slogan, The All-American Badass Company, ja, steht einfach schon mal dafür, dass sie bekannt sind für hochwertige, ja, Waffenzubehörteile, komplette Waffensysteme, die wirklich sehr, sehr zuverlässig und präzise laufen. Bekannt
sollte Noveski auch unter anderem dadurch sein, denn die haben 2012 das M-Lok-System erfunden. Ich zeige es mal hier rein. Ja, hier oben haben wir das Picatinny-System und hier dieses schmale mit diesen Schlitzen, das ist das M-Lok-System. Das ist eine andere Variante, um Zubehörteile schnell anzubringen, ohne ja, die Ergonomie zu verschlimmern. Denn durch diese Picatinny-Schienen, wenn man die überall oben rum hat, wird der Handgriff ziemlich dick. Und jetzt hier seht man, haben wir hier ein ganz schmales System und das fässt sich einfach hervorragend an. Ja, 2012 Noveski M-Lok-System, absolut coole Erfindung. 2017 war es dann soweit, da hat nämlich Noveski das N4 vorgestellt auf der Shoot Show. N4 abgeleitet von Noveski, 4 abgeleitet von, ich denke mal, von M4, denn wir haben hier eine AR-15-Plattform. Von dem N4-System gibt es unterschiedliche Varianten in Lauflängen. Da gibt es den Ghetto Blaster, das ist ein richtig großes System, die Chainsaw, verschiedene Kalibermöglichkeiten, wie unter anderem das hier, was jetzt hier Double Eagle nachgebaut hat. Das ist das N4 im 300er Blackout mit der 10,5 Zoll Variante. Das ist genau das gleiche, welches auch bei der Death Crew oder beim SEAL Team 6 eingesetzt wird. Apropos SEAL Team, eins meiner absoluten Lieblingsserien, feiere ich total ab. Wer das noch nicht kennt, zieht es euch rein. Ja, mehr möchte ich jetzt aber auch nicht erzählen zu Real Steel. Jetzt wird es echt mal Zeit, dass wir uns den Nachbau von Double Eagle anschauen. Und der hat es wahrlich in sich. Fangen wir aber erstmal außen an, machen wir erstmal den Bodycheck. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch die Noveski genauer anschauen. Also sie wurde sehr detailgetreu nachgebaut, auch die Markings, da kommen wir aber später gleich drauf zu. Jetzt schauen wir uns erstmal das Gesamtwerk an. Also als ich sie zum ersten Mal aus dem Karton geholt habe, war ich absolut fasziniert. Für den Preis bekommt man wirklich eine extrem passgenau gefertigte Airsoft. Der Außenlauf sitzt richtig spielfrei drin, der wackelt überhaupt nicht. Der M-Lok-Handgrad sitzt stramm am Upper und auch Upper und Lower sitzen passgenau. Hier wackelt überhaupt nichts. Griff richtig schön gemacht. Der Schaft hat ein wenig Spiel, ja, wenn ich den an den äußeren Punkt ausfahre. Aber wenn ich das so vergleiche mit anderen GBB-Modellen, sitzt das hier genauso locker bzw. genauso fest wie bei allen anderen auch. Einzig, was ich so ein bisschen negativ bemerken muss, sind hier die Notvisiere. Die sind aus Kunststoff gefertigt, sind sehr schlapp, machen einen sehr, sehr billigen Eindruck im Vergleich zu dem Rest der Waffe. Komisch, da hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr erwartet, aber ich sag mal 429 € für so eine Airsoft, die so genial gefertigt. Ich hole mal das Magazin raus, allein das Magazin, dieses PMAG-Style Magazin, das ist richtig robust aus Kunststoff, das macht einen richtig wertigen Eindruck. Da bin ich auch nachher gespannt, wenn wir den Chrono- und Gaseffizienztest machen, wie das Ganze hier abläuft. Also von daher bin ich absolut begeistert, was hier Double Eagle geleistet hat. Aber jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight und das sind die Markings. Nehmt euch was zu trinken, das dauert jetzt ein bisschen länger. Starten wir am Outer Barrel, der ist erstmal authentisch gefertigt in diesem Grauton. Da haben wir das Noveski-Logo und die Kaliberangabe 300er Blackout. Auf der vorderen und hinteren Visierung sehen wir die Kennzeichnung DBS1 Battle Sight for Tactical Training Use Only. Habe ich keine weiteren Informationen zu. Vielleicht auch ein Hinweis dazu, dass das Ding hier nur aus Kunststoff besteht und nicht wirklich in ernsten Einsatz kommen soll. Schauen wir uns die linke Seite an. Zunächst am Handschutz. Am Ende haben wir hier NSR9 Noveski.com mit dem Logo. Da man Upper ganz groß der Schriftzug Noveski, am Magazinschacht das Logo, wieder Noveski Rifle Works, Grants Pass und die Modellbezeichnung N4. Dann haben wir das für uns in Deutschland wichtige F im 5-Eck EMG 150 No Retreat mit der Kaliberangabe und PTB-Nummer. Am Feuerwehr-Selector die Klassiker Safe Semi Auto. Schauen wir uns den Ladehebel an. Da haben wir oberhalb schon mal das Noveski Logo groß aufgebracht. Und wenn ich jetzt den Hebel mal
nach hinten ziehe, seht ihr hier wieder ganz groß das Noveski-Logo und jetzt kommt der Schriftzug Noveski Super Badass Charging Handle. Das ist genauso wie beim Original und das feiere ich richtig ab. Schauen wir uns die rechte Seite an. Da haben wir das Noveski-Logo am Vorwärtsassist, am Knopf und sogar, guckt euch mal die Haltebolzen an, die haben auch ein Noveski-Logo, einmal hier und einmal da. Dann haben wir am Dustcover die Kennzeichnung 300er Blackout. Am Verschluss haben wir nicht das Noveski-Logo, das hatte ich auf der IWA gehabt bei mir, aber da war der Verschluss auch schwarz. Hier ist er ja so graphitfarben. Dann haben wir am Feuerballhebel die Kennzeichnung wieder Auto Semi-Safe. Und zum Schluss haben wir auch hier am Handguard wieder die Kennzeichnung mit dem Noveski-Logo und ja, dem NSR9 Noveski.com. Schauen wir uns die Markings von dem PMAX Style Magazin an. Da haben wir einmal die Patronenmarkierung mit dem Kaliber 556 x 45. Dann statt PMAC steht hier DMAC und nochmal die Kaliber 6 mm GBB Only Made in China. Ansonsten haben wir auch die Markierung wie beim Original 5 Schuss, 15 Schuss und 25 Schuss, die Kennzeichnung und auch schön nachgebildet hier diese Fake-Patronen. Auf der anderen Seite haben wir wieder die Patronendarstellung mit 556 x 45 und auch hier nochmal die Kennzeichnung 5, 15 und 25. Ja, Markings, ihr habt gesehen, ihr seht es ja auch an meinem Grinsen, hier haben wir wirklich alle Noveski Markings am Start und das Tolle ist, nicht nur einfach aufgelasert billig, sondern schön tief ins Material eingelassen. Das sieht so authentisch aus, das feiere ich ab und das gibt definitiv einen Daumen hoch. Das Einzige, was ich kritisieren muss, und das liegt jetzt hier nicht an Double Eagle, sondern das liegt vielmehr an Sniper S. Ich drehe es nochmal um. Warum Sniper S? Habt ihr das FM5-Eck, die Kaliberangabe hier unten links am Lower angebracht? Warum nicht dezent hier unterhalb am Abzug? Das würde viel mehr Sinn machen, weil das hier, ja, das ist wirklich eine Sammler-Airsoft und da tut das richtig weh, dass die F-Kennzeichnung so sichtbar ist. Jetzt muss ich hier wieder mit Aluminiumbrünierung arbeiten, um das Ganze etwas zu schwärzen. Von daher Sniper S, bitte beim nächsten Batch haut das F hier unten dran. Kommen wir zu den technischen Daten. Die blende ich euch hier ein. Heute Double Eagle EMG Noveski N4 Gen 3 mit einer Gesamtlänge von 718 mm im eingefahrenen Zustand, 800 mm im ausgefahrenen Zustand, Lauflänge 265 mm, Gewicht 2674 Gramm. Haben wir hier das Kaliber 6 mm mit einer Magazinkapazität von 30 Schuss. System Gas Blowback, haben wir eine angegebene Energie von 0,9 Joule bzw. 320 FPS. Das Ganze werde ich jetzt für euch im Chrono nachmessen, mache gleichzeitig auch den Gaseffizienztest. Das heißt, ich schaue, wie viel Schuss kann ich mit einer Gasfüllung rausschießen. Ja, und dann geht es auf 30 Meter auf die Zielscheibe und dann gucke ich mal, wie akkurat hier die N4 schießt.
Das war der Chrono Gaseffizienz und Schusstest gewesen. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen für all diejenigen, die sich den Chrono nicht bis zum Schluss angeguckt haben. Ist ja auch nicht gerade das Spannendste hier bei meinem Review. Was aber interessant war, und zwar hatten wir eine Herstellerangabe von 0,9 Joule Max mit hier dieser Noveski. Das habe ich mit meiner nicht erreicht. Ich hatte einen Maximalwert von nur 0,7 Joule gehabt, beziehungsweise einen Durchschnittswert von 0,68. Was mich aber absolut umgehauen hat, das war hier die Gaseffizienz. Ich konnte mit einer Gasfüllung sage und schreibe 125 Schuss machen. Also so gesehen 4 Magazine. Wenn ich mich zurückerinnere, hier die Tokyo Marui M4A1, die hatte, glaube ich, 90 Schuss gemacht mit einem Gasmagazin. Also die Double Eagle holt hier noch mal ein bisschen raus. Ich denke mal, das hat auch ein bisschen was mit dem Kunststoffmagazin hier zu tun und ja, dem geringen Gasausstoß aus dem Magazin. Daher nur der geringe Maximalwert. Um das zu testen, ob es wirklich an dem Magazin liegt, habe ich mal einfach hier aus der Tokyo Marui das Magazin genommen und habe das in die Double Eagle gepackt. Funktioniert ja auch tadellos, das zeige ich euch später noch im Review. Ja, und dann hat sich der Maximalwert hat sich erhöht auf 0,9 Joule mit einem Durchschnittswert von 0,84. Was aber auch drastisch runtergegangen ist, der Gasverbrauch hat dafür gesorgt, dass ich gerade mal 50 Schuss mit einer Gasfüllung machen kann. Also hatte ich mir gedacht, mal sehen, was passiert, wenn ich nicht das Tokyo Marui Magazin nehme, sondern mal den Verschluss von der Tokyo Marui hier einbaue. Ja, und da hat es mich überrascht. Ich dachte, da kriege ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr raus, aber da hat sich das wieder genauso eingependelt wie die Normalkonfiguration. Da hatte ich auch einen Durchschnittswert gehabt von 0,67, aber einen Maximalwert von 0,8 Joule. Also Endeffekt vom Chrono, die Herstellerangaben kann ich mit der Normalkonfig nicht erreichen. Die Gaseffizienz ist absolut episch. Noch ein letztes Wort zum Schusstest auf 30 Meter, muss ich sagen, hat hier die Noveski auch akkurat abgeliefert. Bevor ich ganz nah rangehe, denke ich mal, schauen wir uns noch mal die verwendeten Materialien hier von der Double Eagle Noveski N4 an. Double Eagle verwendet hier Stahl, Aluminium und hochwertigen Kunststoff. Ich zeige euch jetzt einfach nur mal die Stahlteile. Alle anderen Metallteile sind dann aus Aluminium gefertigt. Stahl haben wir zum Beispiel hier den Flash-Hider, dann auf jeden Fall den Magazinlöseknopf, den Abzug, die Castle Nut, den Bolt Catch und den Feuerwahl-Selektor. Alles andere ist aus Aluminium gefertigt. Aus Polymer haben wir den Schubschaft, den Handgriff, das Magazin und die hintere und vordere Visierung. Die Mündungsbremse, wie gesagt, besteht aus Stahl, ist hier nochmal fixiert mit einer Mahnschraube und kann ohne Probleme abgeschraubt werden. Dahinter verbirgt sich ein 14 mm Negativgewinde, das heißt, ihr könnt ohne Probleme Tracer oder Suppressor anbringen. Der 3-Pong Flash-Hider, oder ich würde ihn eher sagen 3-Bing, hört mal. Der hat nämlich ein schönes Klangbild, hört man manchmal auch beim Schießen. Ist ja, für einen Surefire Quick Detach Suppressor konzipiert. Wenn ihr da was Passendes findet für eure Airsoft, könnt ihr den ohne Probleme anmontieren. Der Handschutz besteht aus Aluminium und ist dem Original NSR 9 M-Lock Schienensystem nachempfunden. 9 steht hier für 9 Zoll Länge. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten an der Seite unterhalb Zubehör im M-Lock System anzubringen. Oberhalb haben wir eine Picatinny Schiene, die bündig mit der Picatinny Schiene am Upper zusammengeht, sodass wir hier eine Gesamtlänge an Möglichkeiten haben von 232 mm, also genug Platz für alle Hand von Optiken und Montagen. Schauen wir uns die Visierung an. Einmal im vorderen Bereich und einmal im hinteren Bereich haben wir im eingeklappten Zustand so eine Art Notvisierung. Hier kann man schön die Kimme sehen
und hier im vorderen Bereich das Korn. Ist ein nettes Gimmick, aber ich kann es nicht nutzen. Also ich kann beim Anlegen nicht so tief zielen, dass ich diese Notvisierung wirklich verwenden kann, falls zum Beispiel mal mein Rotpunkt ausfällt. Also hier passt das überhaupt nicht. Wo es passt, wenn ich die Visierung aufklappe. Das mache ich mal. Da habe ich im vorderen Bereich die Möglichkeit, das Korn in der Höhe zu verstellen. Durch dieses Drehrädchen hier. Das geht auch sehr, sehr fein. Und im hinteren Bereich kann ich diese Art Diopterversierung durch Drehen nach links und nach rechts justieren, und ich kann auch die Diopteröffnung noch vergrößern, indem ich das hier vorne einfach nach unten klappe. Dann habe ich ein größeres Loch, ich zeige das mal, und dann kann man zum Beispiel in größeren Entfernungen besser zielen. Ich denke mal, in diesem aufgeklappten Zustand macht diese Visierung mehr Sinn. Wenn zum Beispiel das Rotpunkt ausfällt, kann man vielleicht sogar noch durch das kaputte Rotpunkt zielen. Ansonsten von der Verarbeitungsqualität, hatte ich euch ja schon gesagt, bin ich nicht so überzeugt. Es macht einen extrem günstigen Eindruck und entspricht einfach nicht der Gesamtqualität hier von der Noveski. Und da sind wir auch schon in der Mitte angekommen. Schauen wir uns den Upper und Lower Receiver etwas genauer an. Hier haben wir den Nachbau der Generation 3 vom Noveski N4 und das Ganze ja vom Oberflächenfinish schön gemacht, und Upper und Lower sitzen absolut passgenau zusammen. Hier gibt es keinen Spalt, den man bemängeln kann. Hier hat Double Eagle wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Ja, und zu den Markings hatte ich ja schon gesagt, da kann man auch kein negatives Wort verlieren. Schauen wir uns als nächstes die Bedienelemente an. Zunächst erstmal auf der rechten Seite haben wir hier den Dustcover aus Aluminium, der auch authentisch aufklappt, wenn ich den Ladehebel betätige. Ich mache das mal. Ja. Was ich ja cool finde, dass hier 300er Blackout draufsteht. Es ist ein Hinweis für die Real-Steel-Schützen, damit die auch wissen, was sie hier einzuladen haben. Weil das Ding sieht aus wie eine Standard AR-15, verwendet die normalen Magazine. Das heißt, man könnte hier auch die normalen NATO 556 Patronen einfügen. Das wäre aber hier für eine 300er Blackout nicht gerade verträglich. Von daher wurde hier dieser Hinweis angebracht. Ich finde das toll, dass Double Eagle das übernommen hat. Hat für uns Airsoft-Spieler überhaupt gar keine Relevanz, weil wir ja so nur 6 mm verwenden. Aber ich finde diese Liebe zum Detail einfach fantastisch. Da der Verschluss schon in der hinteren Position ist, schauen wir uns ein weiteres Bedienelement an, und das ist der Verschlussfanghebel. Der befindet sich auf der linken Seite. Hier ist er, besteht aus Stahl, und der dient halt dazu, den Verschluss wieder in die vordere Position zu bringen. Wenn ich jetzt hier den Finger drauf halte und einmal drücke, fährt der Verschluss wieder nach vorne. Schauen wir uns den Forward Assist an. Der befindet sich auf der rechten Seite, und das Tolle, dieser funktioniert auch. Wenn ich da an andere Hersteller denke, die bauen ihn zwar nach als Dummy, man kann ihn drücken, aber nichts funktioniert. Bei Double Eagle funktioniert der Forward Assist. Der ist im Real-Steel-Bereich dafür da, wenn man beim Durchladen, wenn die Patrone hier so ein bisschen hakt, kann ich sie durch Druck von den Forward Assist in die Patronenkammer drücken. Oder wenn ich versuche langsam nachzuladen, ohne viel Schwung zum Beispiel, wenn ich nicht gehört werden möchte, kann ich halt auch so den Ladevorgang abschließen. Ich zeige euch mal, dass das funktioniert. Ich nehme mal den Verschluss nach hinten, setze hier mal meinen Finger rein und simuliere dadurch eine Blockade. Wenn ich jetzt den Forward Assist drücke, passt mal auf, was passiert. Ja, drücke ich meinen Finger Richtung Patronenkammer, und jetzt fängt es an zu klemmen. Aber ihr seht, es funktioniert, und das feiere ich total ab. Schauen wir uns die Hop-Up-Justierung an. Da wir hier einen 100%igen MWS-Klon haben, ist die Hop-Up-Verstellung genau an der gleichen Position. Dazu fährt er zunächst den Verschluss nach hinten, lässt ihn hier durch den Bullcatch einrasten. Magazin müsst ihr rausnehmen, denn hier im Inneren befindet sich das Hop-Up-Einstellrädchen. Ich blende euch nochmal eine andere Perspektive an. Um jetzt das Hop-Up zu verstellen, geht ihr mit euren Fingern in den Magazinschacht bis hier an diese Stelle. Ja, und dann könnt ihr ganz einfach klickweise das Hop verstärken oder auch wieder schwach machen. Ja, und wenn ihr fertig seid, ganz wichtig, Finger aus dem System und den
Bolt Catch wieder betätigt. Auf der rechten Seite befindet sich hier der Magazinlöseknopf, so wie wir das bei den AR-15 Modellen finden. Wie gesagt, nur auf der rechten Seite, für den Linkshänder nicht verfügbar. Ich lege mal ein Magazin hier ein. Durch Knopfdruck, ja, fährt das Magazin sauber raus. Magazin selber hält super im System. Wir haben hier minimal Spiel links und rechts, ansonsten von oben nach unten hin sitzt das sehr, sehr stramm. Der Feuerwehrhebel befindet sich auf der linken Seite und hat die Standardposition Safe. Einzelfeuer, Dauerfeuer, bei uns natürlich in der Position Dauerfeuer nur Einzelfeuer, dank dem deutschen Waffengesetz. Der Feuerwehrhebel rastet sauber mit einem hörbaren Klick ein in der Position und wackelt nicht. Ist wirklich richtig sauber und hochwertig verarbeitet. Des Weiteren hat der Feuerwehrhebel genau die gleiche Funktion wie beim Original. Ich kann die Position Safe nur einstellen, wenn die Waffe durchgeladen ist. Wenn ich jetzt einmal den Abzug betätige, ja, und jetzt versuche Safe einzustellen, blockiert das Ganze. Erst wenn ich wieder einmal durchlade, kann ich die Position Safe betätigen. Schauen wir uns das Abzugsverhalten mal etwas genauer an. Der Abzug selber besteht aus Stahl. Ich habe jetzt hier mal das Gasmagazin nur mit Gas gefüllt, ohne Bibis. Wir machen mal ein bisschen Dry Fire. Sicherung raus. Abzugsweg ca. 3 mm bis zum Druckpunkt. Das Überwinden des Druckpunkts benötigt nicht viel Kraft. Das heißt, wenn ich nicht aufpasse, löse ich schon sofort den Schuss. Das müsst ihr euch ein bisschen aneignen vom Gefühl her. Ich gehe mal jetzt den Weg. So, jetzt habe ich den Druckpunkt erreicht. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Jetzt noch ein bisschen mehr nach hinten. Löse ich den Schuss. Resetpunkt auch bei 3 mm. Hörbar, klickbar. Da ist er. Und jetzt bin ich auch schon sofort wieder am Druckpunkt und kann schießen. Schnelle Schussfolgen sind möglich. Dank dem Marui-System haben wir ja auch kaum Cooldown. Probieren mal ein bisschen schneller zu triggern. Alles kein Problem. Was ich noch absolut abfeiere hier bei der Double Eagle Noveske N4, dass wir hier auch die authentischen Magbull Griff und Schaft haben. Schauen wir uns zunächst erstmal den Griff an. Der ist authentisch nachempfunden, fässt sich absolut hervorragend an. Auch für meine großen Hände haben wir auch genau die gleichen Texturierungen, wie wir das auch beim Original finden. Sehr, sehr solide gefertigt, macht keinen billigen Eindruck. Ebenso wie der Schubschaft entspricht auch einem Magbull Schubschaft. Beidseitig bedienbar, da haben wir den Hebel hier unten. Einmal drücken und dann können wir den Schaft verstellen. Das Ganze funktioniert auch auf der anderen Seite. Wir haben 4 Einstellmöglichkeiten. Das ist Stufe 4, 3, 2, 1 und eingefahren. Sitzt auf der Buffer-Tube mit ein bisschen Spiel. Ja. Aber ich denke mal, für Airsoft-Modelle passt das schon. Die haben generell immer ein bisschen mehr Spiel als das Original. Schauen wir uns jetzt die Kompatibilität etwas genauer an. Ich hatte am Anfang gesagt, hier die Double Eagle Noveske ist 100% Tokyo Marui MWS kompatibel. Das heißt, ihr könnt euch Externals holen für dieses System, wie auch Internals. Wir fangen mal mit dem Test an, mit einem ganz einfachen Test. Ich habe jetzt hier mal die Tokyo Marui M4A1. Schauen wir erstmal, ob das Magazin überhaupt passt und auch funktioniert. Ich nehme mal das Marui Magazin raus. Nehme das von der Double Eagle raus, lege das jetzt in die Noveske ein. Rastet ordentlich ein. Hat ein bisschen Spiel links und rechts. Nach oben hin wenig Spiel. Von daher genauso wie beim Original. Ich lade mal durch. Der Bolt Catch greift. Ich drücke mal. Geht nach vorne. Ja. Rastet auch sofort wieder ein. Ich lasse ihn mal gedrückt. Mache ein bisschen Dry Fire. Funktioniert tadellos. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal mit der Tokyo Marui. Jetzt lege ich hier mal das PMAG ein von der Double Eagle. Rastet auch ordentlich ein.
Lad einmal durch. Bolt Catch funktioniert. Funktioniert. Kein Problem. Ich ziehe mir hier von der Tokyo Marui den Stock ab. Drücken, bisschen ziehen. So, da ist er. Das gleiche mache ich jetzt auch mal bei der Noveski. Hier muss ich ein bisschen den Hebel ziehen. So. Gucken wir uns erstmal die Buffer Tubes an. Die sind auch 100% kompatibel mit dem Unterschied, dass bei Tokyo Marui die Castle Nut aus Aluminium ist und bei der Double Eagle aus Stahl. Das heißt also, ich kann jetzt zum Beispiel, ja, machen wir doch mal, nehme ich die von Tokyo Marui hier und baue mal den Mac-Pull-Schaft von der Noveski drauf. Ja, rastet, funktioniert, einwandfrei. Kein Problem. Jetzt umgekehrt machen wir jetzt bei der Noveski den Standardschaft hier ran. Ja, funktioniert ohne Probleme. Nächster Test. Ich öffne mal hier die Tokyo Marui. Nimm mal den Verschluss raus. Ladehebel raus. Das gleiche mache ich jetzt auch mit der Double Eagle. So. So. Gucken wir uns zunächst erstmal den Verschluss an. Ja. Absolut authentisch gefertigt. Kann ich jetzt ja mal den Verschluss nehmen von der Double Eagle. Nehmen wir auch gleich mal den Ladehebel. Den setze ich mal jetzt hier in die Marui rein. Ja. Passt. Deckel zu. Funktioniert. Zunächst erstmal mit dem PMAC Magazin. Funktioniert. Marui Magazin. Kein Problem. So, und jetzt bauen wir mal den Tokyo Marui Verschluss und den Ladehebel in die Double Eagle ein. Funktioniert. PMAC. Funktioniert. Okay, kein Gas mehr drin, aber ihr seht, funktioniert auch. Bevor wir noch weiter mit den Hybriden machen, schauen wir uns noch mal kurz die Triggerbox an. Wie ihr sehen könnt, ist das absolut authentisch aufgebaut, wie bei der Tokyo Marui. Das heißt, ihr könnt ja wirklich auch alles austauschen. Obwohl ich mich frage, muss das unbedingt sein? Denn im Gegensatz zur Tokyo Marui, wo hier nur ein paar Teile aus Stahl gefertigt sind, ist bei der Double Eagle wirklich alles aus Stahl gefertigt. Zum einen zum Beispiel hier der Firing Pin, der ist bei Tokyo Marui aus Aluminium. Hier ist er aus Stahl gefertigt. Der Verschlussfanghebel bei Tokyo Marui aus Aluminium. Hier aus Stahl gefertigt. Und die ganzen Internals hier bei Double Eagle komplett. Ihr seht, der Magnet haftet hier überall. Ist alles aus Stahl gefertigt. Und das ist hier bei Tokyo Marui nicht der Fall, außer beim Hammer. Dann merkt ihr, es ist Stahl. Und auch hier der Teil hier, der für den Bolt Catch zur Verfügung steht, ist auch aus Stahl. Also wesentlich weniger Stahl als hier bei Double Eagle. Hier haben wir eine bessere Bauqualität als bei Tokyo Marui. Gucken wir uns den Buffer an. Hier von Double Eagle, hier von Tokyo Marui gibt es keinerlei Unterschiede, auch aus Kunststoff gefertigt und von der Bauqualität absolut identisch. So, zum Schluss nehme ich mal jetzt hier den Upper von der Tokyo Marui mit dem Handguard
und montiere das mal an die Double Eagle. Mal gucken. Rastet ein. Wir haben jetzt den Verschluss von der Double Eagle und den Ladehebel von der Double Eagle. So. Einrasten lassen. So. Ja. Also, jetzt haben wir hier Upper von der Tokyo Marui, Lower von der Double Eagle und den Stock wieder von der Tokyo Marui. Funktioniert. Legt man ein Magazin ein. Ja. Funktioniert tadellos. So, umgekehrt funktioniert es leider nicht. Ich habe jetzt den Upper von der Double Eagle mal auf den Lower von der Tokyo Marui gesetzt. Ich kann den Pin aber nicht reindrücken. Hier haben wir noch ein bisschen Material zu viel am Lower, der müsste abgetragen werden. Seht man, hat man hier so einen kleinen Spalt. Also so rum passt das nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall zeigen, es ist eine ganze Menge möglich. Und da sind wir bei den Pro und Kontras angekommen. Heute die Double Eagle Noveske N4 Gen 3 Gas Blowback Rifle. Fangen wir zunächst mit den Pros an und ihr wisst, an erster Stelle kommt immer das, was mich am meisten bewegt. Aber dieses Mal ist es ein bisschen schwer, denn ich habe was, ja, eine Kopfsache und eine Herzsache, die ich gerne nach oben packen würde. Fangen wir mal, denke ich mal, ja, macht Sinn. Fangen wir mit der Kopfsache an. Und da würde ich auf jeden Fall an erster Stelle das Preis-Leistungs-Verhältnis setzen. 429 € kostet diese Gas Blowback nur. Und warum ich das so abfeiere, das erklärt sich jetzt mit dem nächsten Pro-Punkt. Also hier die Herzenssache. Wir haben hier eine voll lizenzierte Noveske N4 Gen 3 Gas Blowback mit Markings, die so toll in das Material eingelassen worden sind. Hier wurde nicht einfach nur billig mit dem Laser drauf gelasert, sondern alles schön tief ins Material und mit einer Verarbeitungsqualität, die absolut top ist. Hier wackelt nichts, der Lauf sitzt fest, der Handschutz sitzt fest, alles sitzt absolut fest. Hier gibt es nichts zu bemängeln, hier keinen Spalt, nichts. Alles sitzt perfekt aufeinander und das ist richtig genial. Und das Schöne, und da setze ich jetzt noch einen drauf und unterstreiche nochmal das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Double Eagle ist zu 100%, also wirklich zu 100% Tokyo Marui MBS ZET System kompatibel. Das heißt, ihr könnt extern, intern alles tauschen. Ihr könnt euch original Tokyo Marui Parts besorgen oder aus dem Aftermarket-Bereich. Wie gesagt, das Teil, das MWS-System hat sich durchgesetzt bei den GBB-Spielern. Es ist witterungsunabhängig, es hat eine gute Gaseffizienz. Von daher hat der Ersatzteilmarkt richtig Gas gegeben und ihr könnt aus den Vollen schöpfen und euch da was auch immer besorgen. Es wird passen. Und das ist definitiv ein Pluspunkt. Ich hatte eben gerade Gaseffizienz gesagt, würde ich gleich als nächstes machen. Out of the box hat hier die Noveske eine super Gaseffizienz. Ich konnte mit einer Gasfüllung 125 Schuss raushauen. Absolut fantastisch, wenn ich das hier mit der Tokyo Marui M4 vergleiche. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt, da hatte ich 105 Schuss nur geschafft. Nächster Pluspunkt, Präzision auf 30 Meter konnte ich akkurat treffen mit 0,25 Gramm BBs, die ich auch dank dieses wundervollen Hop-Ups, das packe ich hier auch nochmal rein als Pluspunkt, schön sauber justieren konnte. Also absolut perfekt. Ich denke mal, das war es jetzt auch von den Pro-Punkten gewesen. Fangen wir mit den Neutralpunkten an. Da würde ich auf jeden Fall sehen, oh, das ist ein Negativpunkt, ich weiß nicht. Ja, negativ ist es nicht, ist Ansichtssache. Aber machen wir mal einen Neutralpunkt raus. Und das sind hier, ja, die Visierung hier aus diesem Kunststoff. Das ist alles so ein bisschen labberig und so.
entspricht nicht so diesem Gesamtbild, welches eigentlich diese Noveske hat. Die ist ja wirklich richtig top verarbeitet, aber bei der Visierung haben sie wirklich gespart. Nächster Neutralpunkt ist, wir haben hier nur eine Leistung von maximal 0,7 Joule, einen Durchschnitt von 0,68 Joule. Ich habe erwartet, da wir hier auch Stahl-Internals drin haben, müsste man noch an den Pro-Punkt noch dazwischen schubsen, das mache ich mal. Im Gegensatz zu Tokyo Marui ist dieses Internals hier komplett aus Stahl gefertigt. Heißt, es hält auch ein bisschen mehr aus. Und ich habe gedacht, mit Green Gas kann ich hier ein bisschen mehr erreichen, über die 1 Joule Marke kommen. Aber weit gefehlt, ich bin sogar drunter, als die Hersteller hier angeben. Von daher sehe ich das als Neutralpunkt. Es ist ähnlich dem Tokyo Marui System. Da habe ich ja einen Maximalwert mit dem ersten Magazin so von 1 Joule. Und dann driftet es auch noch so einen Durchschnittswert von 0,7 ab. Von daher ist es ähnlich, wenn auch noch ein bisschen geringer als die Original Tokyo Marui, aber ich habe deutlich mehr erwartet, von daher mache ich das mal als Neutralpunkt. Nächster Neutralpunkt, persönlich auch gemeint, ja, F-Markings von Sniper S. Warum auf der Seite? Bitte nächstes Mal schön dezent. Und dann denke ich mal, haben wir alles durch. Negativpunkte habe ich nicht. Die Airsoft hat die ganze Zeit absolut top funktioniert. Ich hatte keinerlei Störungen, keinerlei Probleme. Das Teil funktioniert out of the box absolut fantastisch. Und ich denke mal, das waren die Pro und Kontras. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Mein Fazit und meine Kaufempfehlung. Wer eine Noveske N4 als Gas Blowback haben möchte, mit allen Markings, hat zwei Möglichkeiten. Entweder diese hier zu kaufen für 429 € oder die von Syma für 750 €. Also einen Aufpreis von über 300 €. Rein von der Verarbeitungsqualität, von der Passgenauigkeit gibt es, denke ich mal, keinen Unterschied zu der 750er Variante. Ich habe sie nicht in den Händen gehalten, bin mir aber absolut sicher, denn wenn ich das hier schon anfasse, was kann man da noch besser machen? Also die Externals absolut top. Intern haben wir 100% MWS-kompatibles System mit Stahl-Internals. Das Syma-System basiert auf dem MWS-System, ist ein bisschen verändert. Denke mal, vielleicht haben wir dadurch ein bisschen mehr Power am Start, mehr als 0,9 Joule. Ich habe mal geguckt, da liegen wir so bei 1,4 Joule. Aber ist das jetzt den Aufpreis von 300 € wert? Ich weiß es nicht. Ich tendiere wirklich eher mehr hier zu der Double Eagle, halt wegen dieser vollständigen Kompatibilität. Das heißt, ich kann mich ja dem annehmen, dem Problem, und hier nochmal die Airsoft ein bisschen hochzüchten. Out of the box funktioniert sie auch mit 0,7 Joule. Auf 30 Meter konnte ich akkurat treffen. Gibt es nichts zu meckern. Und wie gesagt, diese Markings. Zieht euch diese Markings ein. So tief eingelassenes Material. Absolut top. Also für 429 € macht ihr definitiv nichts falsch. Wenn ich überlege, so ein, ja, das Ding hier, so eine Original Tokyo Marui, kostet auch über 600 €. Wer also ein bisschen sparen will und trotzdem auf Lizenzen Wert legt, macht hier mit der Double Eagle nichts falsch. Das war es dann auch soweit von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Jetzt seid ihr dran. Ich denke mal, einige werden sich schon dieses Teil hier abgegriffen haben, allein schon wegen dem Preis. Wie sind denn eure Meinungen? Schreibt das unten mal in die Kommentare rein. Habt ihr Pros, habt ihr Kontras? Habt ihr Ratschläge? Hat jemand schon angefangen, da vielleicht dran rumzubasteln, um die Leistung zu steigern? Schreibt das alles mal unten rein. Ich denke mal, das ist absolut interessant, auch für mich. Ja, dann kann ich hier vielleicht auch noch mal ein bisschen was basteln. In diesem Sinne, ich denke mal, jetzt haben wir es geschafft. Bleibt nur mein Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, gesund und munter. Mal sehen, ob ich hier noch ein bisschen Dry Fire machen kann. Ich verabschiede mich mit noch ein paar Leerschüssen aus der Noveske N4 Gen 3 Gas Blowback.